Hey, hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Ina und in diesem Video nähe ich ein paar Kleinigkeiten mit Sachen vom Trödelmarkt und auch Sachen, die ich selbst genäht habe, verändere ich und zeige ein paar Tipps und Tricks, die ich gerne verwende. Viel Spaß! Jeans kaufe ich häufig auf dem Trödelmarkt für ein paar Euro. Ich weiß meine Größe und weiß, wie eine Jeans aussehen muss, damit sie mir passt und vertue mich da ziemlich selten. Und auch diese hier, finde ich, sitzt richtig gut. Bis auf diese Stelle. Da haben sie irgendwie mit Stoff gespart. Und wenn ich die anhab, dann sieht man das so und das stört mich und das möchte ich gerne ändern. Dafür bügele ich die Taschen als erstes. Und dann suche ich mir mal die passende Garnfarbe aus. Und dann nehme ich halt so ein schönes Goldgelb. Die Tascheneingriffe liegen jetzt ja schön flach auf der Hose durch das Bügeln. Und jetzt stecke ich das ein paar Zentimeter aufeinander auf beiden Seiten und dann nähe ich das dort. Also mit dem goldenen Faden nähe ich das jetzt einfach aufeinander, so ein bisschen um die Kurve und verriegeln natürlich. Ganz zunähen kommt für mich nicht in Frage, weil ich möchte die Tasche auf jeden Fall noch nutzen können und so ist noch genug Platz, um auf jeden Fall die Hände ein bisschen hineinzustecken. Wenn der Ring nicht so dick wäre, dann ginge das auch noch viel besser. Weiter geht's. Also man muss ja nicht immer neue Sachen kaufen oder nähen. Oftmals, man hat ja auch was Neues, indem man was Altes irgendwie verändert und dann ergeben sich wieder neue Kombinationsmöglichkeiten. Deshalb das Kleid, das habe ich jetzt 1 oder 2 Sommer getragen und auch sehr gemocht, aber damit werde ich jetzt auch noch ein bisschen was anderes machen, damit ich wieder ein neues Teil im Kleiderschrank habe. An dem Kleid gefällt mir besonders der Ausschnitt und natürlich auch der Print und die Farben von dem Stoff, die mag ich immer noch total gerne. Vor allen Dingen zu Jeans, aber so lang würde ich es über einer Jeans einfach nicht anziehen. Und jetzt gucke ich mal, wie kurz es werden soll. Ich trenne jetzt als erstes die Taschen ab, weil ich ich werde hier ungefähr schneiden und die Taschenbeutel, das würde da raushängen und ich glaube, beim Top brauche ich wirklich keine Taschen. Also ich trenne mal eben die Taschen ab. Ich habe jetzt erstmal die Nahtzugaben wieder flach gebügelt, weil ich das jetzt hier zusammennähen möchte, aber ich möchte hier unten einfach einen Schlitz haben und deshalb markiere ich mir hier mal, wie lang der Schlitz sein soll. 8. Und jetzt nähe ich das hier zu und hiervor werde ich verriegeln, um das dann später von unten wieder aufzutrennen, um den Schlitz zu machen. Ich nähe jetzt bis zur Nadel, dort verriegel ich. Den Rest muss ich nicht nähen, der ist aber noch genäht. Den muss ich dann nur auftrennen. Ich habe die Nahtzugabe auseinandergebügelt und nun nähe ich und nun nähe ich hier einmal herum. Und jetzt trenne ich bis hierhin auf.
Und dann habe ich einen ganz einfachen Schlitz genäht. Dann kann ich schon den Saum nähen. Dafür habe ich einmal zweimal links auf links geklappt und steppe das jetzt ab. Beim Bügeln ist mir schon aufgefallen, dass es hier so ein bisschen raussteht, weil ich es so ein bisschen ausgestellt zugeschnitten habe. Das kommt ja vom Kleid her. Und ich hätte es begradigen müssen. Habe ich aber nicht dran gedacht. Das schiebe ich einfach hier rein, das was da so raussteht. Und hier gucke ich, dass das bündig ist. Es muss einfach nur mir gefallen. Und für mich passt es so. Ich glaube, ich werde es sehr lieben. Jetzt habe ich das ja noch. Erst habe ich gedacht, ich mache was an die Ärmel, aber ich glaube, das... Nein, ich glaube, das wird nicht aussehen. Ich glaube, ich mache da einfach noch einen Beutel draus. Dafür schneide ich erstmal die Kanten gerade und die Nähte ab. Jetzt habe ich so einen langen Streifen und da habe ich rechts und links an den kurzen Seiten 1 cm umgebügelt und dann nochmal 2. Jetzt falte ich das Ganze wieder auseinander und lege das rechts auf rechts und klammer das an den Seiten ein bisschen zusammen. Unterhalb der unteren Bügelkante markiere ich jetzt 2 cm. Dann nähe ich von oben bis zu der unteren Bügelkante und dann von der Markierung bis nach unten auf beiden Seiten. Dann streiche ich die Nahtzugaben auseinander und lege das an den vorgebügelten Kanten wieder um und fixiere das mit ein paar Nadeln. Und dann nähe ich einmal knapp an der Kante ringsherum und einmal unter dem Schlitz. Jetzt nur noch Kordel oder Band einziehen. Ja, und dann ist der Beutel fertig. So kannst du dir Beutel in jeder Größe nähen. Und ich habe natürlich direkt 2 gemacht, weil ich hatte ja 2 Stoffstücke. Ich habe mal wieder meine Upcycling-Sachen nachgeguckt. Sachen, die ich mir jetzt auf dem Trödelmarkt kaufe, die ich aber nicht vorhabe, so anzuziehen oder die man auch gar nicht so anziehen kann und mit denen ich irgendwas machen möchte. Und da habe ich mir ein paar Sachen rausgesucht, die in Frage kommen, wo ich Ideen zu habe. Das ist einmal hier so ein Baumwolltuch. Richtig schön lang und breit und den Print mag ich auch wirklich gern. Daraus kann ich mir sehr gut ein Oberteil vorstellen, also einfach irgendwie so ein einfaches Blusenshirt oder vielleicht einfach hier oben so einen Ausschnitt reinmachen und so als, ja, als Strandkleid so über ein Bikini anziehen, so richtig schön leicht und locker. Das ist eine Sache. Dann habe ich hier noch so eine Decke, die ich vom Muster her unheimlich schön finde. Ich finde es auch nett hier mit den Fransen und das ist, glaube ich, auch Baumwolle. Daraus könnte ich mir auch irgendwie cool so ein Cardigan irgendwie vorstellen, so einen einfachen, so wie ich mein Kimono genäht habe. Und ich habe hier so eine sehr große Kunstlederjacke. Aber so zum Anziehen, also ich habe die schon auch gekauft, weil da halt sehr große Flächen an Kunstleder sind, die man so nehmen kann, weil es fühlt sich nicht schön an. Die Knöpfe klappern total und es macht irgendwie so Geräusche und Kleidung, die so Geräusche macht, die mag ich gar nicht. Deshalb, ich glaube, damit fange ich mal an. Da werde ich eine Tasche draus nähen, weil ich habe zwar sehr viele bunte Taschen, hier zum Beispiel die Billy Bag.
Die habe ich ganz neu genäht. Das ist mein neues Schnittmuster. Das ist die kleine Version, also Little Billy. Die kann man so ganz cool so über eine Seite tragen. Gibt es auch in groß, also das Schnittmuster enthält 2 Größen. Und ich habe natürlich hier einige von den Mondshoppern, den hier liebe ich ja auch sehr. Aber alles schön bunt. Aber so eine richtig große schwarze Tasche und dann noch aus Leder, die habe ich noch nicht. Und deshalb werde ich mir jetzt eine daraus nähen. Als erstes mal Schnittmuster raussuchen. Ich habe 2 im Kopf. Eins davon wird es wahrscheinlich. Also entweder hier schon Avanti-Back oder Suki. Aber ich glaube, ich habe mehr Lust auf Avanti-Back. Das Schnittmuster kann man in 3 Größen nähen und ich glaube, ich nehme die mittlere Größe. Das passt wahrscheinlich vom Stoff her gut zu dem Schnittmuster. Als ich gesehen habe, wie knitterig das ist, fand ich es wieder richtig gut, dass es Kunstleder ist und ich konnte es bügeln. Und jetzt ist es einigermaßen glatt und ich kann die beiden Schnittteile hier am Rücken im Stoffbruch zuschneiden. Beim Zuschneiden habe ich an die beiden schönen großen Taschen gedacht und jetzt hole ich mir mal eben die Jacke und trenne die Taschen ab. Die kommen dann auch noch auf das Außenteil. Erledigt, die beiden Taschen sind ab und die kommen jetzt ganz nah zusammen auf das eine Außenteil. Zum Aufnähen habe ich hier den Teflonfuß benutzt. Das hat gut geklappt. So, das ist fertig und jetzt suche ich mir noch die anderen Teile, die ich brauche. Das steht bei mir immer direkt auf den Schnittmustern. Das heißt, du weißt genau, was brauchst du für die Tasche und dann kann man sich das mal eben zusammensuchen und direkt mit dem Nähen loslegen. Ich habe jetzt die Teile schon mal an den Reißverschluss genäht. Und so sieht das jetzt aus. Ich freue mich, dass ich noch an die schönen Taschen gedacht habe. War ein einfaches, schnelles Add-on. Nachdem ich gleich den Boden angenäht habe, nähe ich die Stücke für die Vierkantringe, auch aus dem Leder, und dafür benutze ich so ein Klebeband. Zuerst zeichne ich aber auf die linke Seite bei 2 cm eine Linie und an die Linie klebe ich das Stylefix, heißt das, glaube ich, Klebeband. Das auf beiden Seiten und dann knibbel ich die Folie ab und schlage das um und klebe die Kante dann darauf fest. Und dann lege ich das beides so aufeinander, klammer das ein bisschen und nähe das knappkantig aufeinander. Wenn ich das also so circa 2 mm von der Kante entfernt nähe, dann steche ich auch nicht durch das Klebeband. So, die Teile sind fertig. Ich habe das schon mal in 2 geteilt und ich konnte mich einfach nicht direkt entscheiden, welche Ringe ich dafür nehmen möchte. Deshalb habe ich mir hier mal so eine Auswahl rausgelegt und werde jetzt mal ein bisschen rumprobieren, was mir zu der Tasche am besten gefällt. Und ich entscheide mich für die Ringe. Die Ringe gefallen mir am besten dazu, daran kann ich dann später die Karabiner festmachen. Ich habe inzwischen alles fertig genäht und brauche jetzt erstmal nur noch zu wenden. Die komplette Nähanleitung findest du natürlich hier auf meinem YouTube-Kanal. Die kannst du dir natürlich gerne einfach mal anschauen und gucken, ob das Schnittmuster was für dich ist. Den Link findest du in der Infobox. So sieht sie aus, schön schlicht, so wie ich mir das gewünscht hatte. Als Gurt
suche ich jetzt mal in meinem Ledergürtelvorrat vom Trödelmarkt, ob ich da was Passendes finde. Und so sieht das Ganze jetzt zusammen aus. Jetzt geht es nochmal mit Jeans weiter. Ein weiteres Problem für mich bei Jeans ist, dass sie zu tief sitzen. Und um das zu ändern, nehme ich noch eine zweite Jeans dazu. Die hier, die hat es schon hinter sich. Irgendwie das Elastan ist schon so wellig und so. Und deshalb werde ich jetzt einfach diese Jeans dafür nutzen, um bei der anderen Jeans den Bund zu erhöhen. Idealerweise sollte dafür halt, das kommt natürlich ein bisschen auf den Figurtyp an, aber es ist ganz gut, wenn der Bund etwas kürzer ist als der Bund der Jeanshose. Die meisten Jeans haben ja Stretch und dann kann das so ein bisschen gedehnt werden und passt sich dann später beim Tragen der Körperform an. Ich habe ja als erstes mal die Gurtschlaufen abgetrennt. Die brauche ich jetzt gerade nicht mehr, aber dann lässt es sich einfach besser nähen. Und an dieser Stelle werde ich das Ganze dann abschneiden. Erstmal mit einer Schere durch den Reißverschluss schneiden und dann schneide ich mit der Stoffschere den Bund ab und dann lasse ich natürlich so einige Zentimeter unterhalb des Bundes erstmal stehen. Dann schneide ich noch die Zähnchen vom Reißverschluss ab und anschließend schneide ich den Bund nochmal so gerade, dass ca. 2 cm unterhalb vom Bund stehen bleiben. Und anschließend versäubere ich das mit der Overlock. So, jetzt habe ich das versäubert und dann stecke ich das an den Bund. Von hinten stecke ich das dahinter, fange da halt mit der Mitte hinten an und verteile das dann auf dem Bund und stecke das mit ein paar Stecknadeln fest. Ich mag die Hosen seit einigen Jahren einfach lieber, wenn sie höher sitzen. Und so habe ich mir das damals überlegt und seitdem habe ich das schon an einigen Hosen gemacht und das ist wirklich ein ganz anderes Tragegefühl. Ich mag das einfach lieber so. Ich habe es auch teilweise schon in Geschäften gesehen oder in Online-Shops, dass man die Jeans so kaufen kann mit doppeltem Bund. So, jetzt habe ich alles festgesteckt und dann nähe ich das einmal ringsherum an. Mit einer richtig guten, dicken Jeansnadel funktioniert das auf jeden Fall. Auch hier habe ich wieder die goldene Garnfarbe ausgewählt. Und auch über die Gürtelschlaufe nähe ich einfach drüber. Und dann ist es fertig und ich könnte einfach auch noch stundenlang weitermachen. Aber ich glaube, die beiden Sachen, die Decke und das Tuch, das muss bis zum nächsten Video warten. Wenn dir diese Art Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich sehr, wenn du mir einen Daumen hoch da lässt und schreib mir auch gerne einen Kommentar, wenn du mehr davon sehen möchtest. Dann filme ich natürlich gerne weiter. Falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, freue ich mich natürlich riesig über ein Abo. Und jetzt zeige ich noch ein paar Bilder aus meinem Shop. Wenn du Interesse an einem Taschenschnittmuster hast, dann klick doch gerne mal rein. Dort biete ich einige E-Books und Schnittmuster an und auch einige Freebooks. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann!